Aloha Schönheit, schön, dass du wieder dabei bist. Um keine Folge zu verpassen, folge mir auf Facebook. Dort gibt es viele weitere Zusatzinformationen. Einfach nach May Wengelboy-Bodo suchen. Und jetzt wünsche ich dir viel Inspiration. Halt, eine Kleinigkeit habe ich noch. Ich brauche nämlich deine Unterstützung. Im Sommer möchte ich einen Kongress veranstalten, einen Online-Kongress, und bräuchte dazu deine Unterstützung, um die richtigen Themen zu finden. Ich habe dazu eine kleine Umfrage erstellt, die du auf meiner Webseite www.meiola.de findest. Die Antworten bleiben natürlich ganz anonym und ja, als kleines Dankeschön erhältst du Zugriff ganz exklusiv auf einen Online-Vortrag zur Huna-Philosophie, den Prinzipien, die mir mehr Leichtigkeit, Selbstbestimmung und Aloha ins Leben gebracht haben. Ich danke dir schon mal für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter. Aloha meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Folge von iamaloha. Ja, ich wollte heute mal in ein etwas brisanteres Thema reingehen. Heute mal kein Spruch. Heute einfach mal, wie sehr wir uns selber manchmal im Weg stehen. Das kam einfach in letzter Zeit öfters mal hoch in meinem Umfeld und ich habe mir gedacht, ich würde gerne nochmal drüber sprechen, einfach weil ich das von mir selber kenne, wie oft ich mir selber im Weg gestanden bin und das eigentlich relativ leicht zu erkennen ist, nämlich durch 2 Punkte, die nicht leicht sind zu bewältigen, aber einfach mal wichtig sind anzuschauen. Und zwar zum einen ganz wichtig, und das ist auch meines Erachtens der wichtigste Punkt, wie wir uns selber im Weg stehen, ist einfach durch Druck. Ja? Wenn wir uns selber Druck machen, dass wir irgendwas erreichen müssen, dass wir irgendwas schaffen müssen. Ja? Also es heißt zwar immer so schön, nur, Diamanten werden durch wahnsinnigen Druck geformt. Das trifft für manche Bereiche im Leben vielleicht manchmal zu, aber gerade was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, es gibt ein paar Menschen, die wirklich durch so Erlebnisse, ne, weil man halt vielleicht durch Krankheit oder durch irgendwas Unschönes, was man vielleicht im Familienumfeld erlebt, den Impuls bekommt, sich selbst zu befreien, ja, sich selbst zu lösen von gewissen Dingen. Das gibt es natürlich schon auch. Aber ich glaube, dass bei den meisten Menschen eigentlich, wenn wir uns selber unter Druck setzen, wir uns damit selber im Weg stehen. Ich habe auch das Gefühl, also um vielleicht mal ein etwas nicht ganz so esoterisches Beispiel zu nehmen, vielleicht die von euch, die studiert haben, ja, wissen das vielleicht, wenn ihr an eurer Masterarbeit oder Dissertation oder was auch immer ihr vielleicht, oder Hausarbeit, selbst nur an der Hausarbeit arbeiten musstet und ihr habt euch so unter Druck gesetzt, dass es ja so perfekt sein muss, dass man dann oft in seiner Kreativität total eingeschränkt ist. Oder auf einmal Blockaden bekommt, ja, auch dieses typische von Autoren, die dann auf einmal diese Schreibblockaden haben, weil sie nicht weiterschreiben können. Ich bin der Meinung, das kommt einfach, weil sie sich viel zu sehr unter Druck setzen, viel zu sehr. Und das ist so dieses Wichtige, sich selbst nicht unter Druck zu setzen, ja. Ich für mich, also von meinem spirituellen Weg muss ich sagen, habe diesen Fehler auch oft begangen, sage ich jetzt mal. Ich nenne es jetzt mal Fehler, ich mag das Wort zwar nicht, aber das ist ja auch Teil einer eigenen Lernkurve. Ja. Aber ich weiß noch, wo ich so Sätze gehört habe damals, wie, ja, also das war noch vor 2012 und da muss man erleuchtet sein, weil wenn die Welt zu Ende geht, so nach dem Motto, wenn man da noch nicht so weit ist, dann wird man nicht mitgenommen. Da entsteht natürlich so eine Angst und so ein Druck, oh mein Gott, ich muss mich persönlich entwickeln, damit ich da irgendwie hinpasse. Ja, ihr dürft lachen, ich bin drüber hinweg, ich weiß, ich wusste schon vor 2012 irgendwann mal dann auch, dass die Welt gar nicht zu Ende gehen wird. Aber das war so ein innerer Druck, der mich natürlich erstmal wie paralysiert hat. Und ich glaube, so ist es mit vielen Sachen. Es war dann auch eine Zeit lang, das ist glaube ich auch so ein Beispiel von Druck ausüben.
wie wir uns selber unter Druck setzen. Und zwar habe ich einen Kurs gemacht für Channeling. Channeling sagt euch vielleicht was, das ist eigentlich, im Einfachen gesagt ist Channeling eigentlich, wenn ich quasi die Geister durch mich durchsprechen lasse oder auf sie höre und es dann weitergebe, ja. Ich finde, Channeln tut man auch, wenn man eine schamanische Reise macht, dann redet man ja auch mit der geistigen Welt und man kriegt dann eine Information. Aber genauso gibt es eben diese Trance-Channel, das heißt so Channel, die wirklich physisch übernommen werden. Und ich habe eben diesen Kurs gemacht mit einer Gruppe von Spiritisten. Wenn euch das was sagt, Spiritisten sind eben genau die wirklich die Spirits in sich hineinfahren, also die sich als Medium bereit erklären, den Spirit in sich hineinfahren zu lassen und sich dann von demjenigen dann das zu benutzen, um einfach zu sprechen und die Informationen der geistigen Welt weiterzugeben. So. Das Interessante war aber, das hat bei mir nicht funktioniert. Sie haben mit mir geredet, ich kann es weitergeben. Ich war die Einzige im Kurs, bei der es nicht geklappt hat. Also im Sinne von, ich konnte channeln, ja. Also ich habe sie gehört, ich habe ihre Informationen weitergegeben. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, sie übernehmen meinen Körper, aber nur bis zum Hals. Also im Sinne von, weil ich gemerkt habe, dass ich manchmal in Bewegung begann, Energie zu verschieben. Und ich merkte, dass die Bewegungen nicht von mir kamen. Aber auf jeden Fall im ersten Moment, ich war die Einzige in der Gruppe, die das nicht geschafft hat. Und ich wollte doch, ich habe mich richtig gefragt, ob man zweifelt an sich selber, man kriegt ein Selbstwertgefühl quasi gleich 0. Und auf jeden Fall habe ich mich da so unter Druck gesetzt, dass ich das unbedingt schaffen muss, dass ich es natürlich erst recht nicht geschafft habe. Und irgendwie, ich glaube, es war wirklich ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate später, kam irgendwann mal so die Einsicht, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich lasse jetzt einfach mal los. Ich setze mich jetzt nicht unter Druck, dann ist es halt einfach so, dann funktioniert es halt bei mir nicht so, dann geht es halt irgendwie vielleicht anders, weil ich wusste von meinem schamanischen Lehrer, dass bei ihm das manchmal eben auch eher nur anders funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, gut, lässt es einfach mal zu und schaust einfach, was Sache ist. Und durch dieses mich nicht so unter Druck setzen, habe ich erst wahrgenommen, dass, hey, Moment, wenn ich tanze, habe ich das Gefühl, dass es nicht meine Bewegungen sind. Und dann gab es mehrere, Momente, wo mir bewusst wurde, dass ich nicht selber gesprochen hatte. Also wo mir tatsächlich wo ich quasi das Channeling über die Sprache gemacht habe. Aber all das konnte ich erst erkennen, nachdem ich diesen Druck weg hatte, dass ich unbedingt Trans-Channel sein musste. Und das ist so, also versteht ihr, was ich meine? Das ist so, damit blockieren wir uns selber, weil wir der Meinung sind, das muss das und das Ziel haben. Und wir sehen gar nicht, wir geben dem Ganzen gar nicht die Möglichkeit, vielleicht ganz was anderes zu sein. Ja? Und ich bin dankbar für meine Gabe. Ich weiß, dass ich durch meinen Körper, wenn ich energetisch arbeite, also wenn jemand auf die Liege kommt, bei mir, dann wird energetisch gearbeitet. Das ist die Art des Channelings, die durch mich geschieht. Ja, weil da bin ich nur Medium für die Energie, die fließen möchte. Und wenn ich spreche, wenn ich Coachings mache, wenn ich im Herzdialog bin, ja, oder wenn ich wie hier zum Beispiel im Podcast spreche oder wenn ich Meditation führe, da weiß ich, ist es nicht immer ich. Und ich versuche auch so wenig wie möglich von meinem Kopf her dabei zu sein, weil wozu? Es ist komplett geführt. Aber ich konnte es erst sehen, als ich diesen Druck, ich muss unbedingt Trans-Channel sein, weg hatte. Und ich merke halt auch bei ganz vielen in meinem Umfeld, desto mehr man sich unter Druck setzt, also zum Beispiel auch bei den Meditationen, ja, wir alle empfinden Meditation anders, ja, wir sehen Meditation, manche sehen, also visualisieren richtig, andere spüren, andere wissen einfach, ja, es gibt Menschen, die wissen auf einmal, was Sache ist, ja, oder was in der Meditation läuft, auch wenn sie geführt sind.
muss es nicht immer ein bildliches Bild, also ein Bild sein, das man sieht, sondern es kann auch mal was anderes sein, weil wir alle unterschiedlich sehen. Aber wenn ich mich unter Druck setze, dass ich ja unbedingt bei einer geführten Meditation zum Beispiel irgendwas Besonderes sehen muss unbedingt, also visualisieren oder dass ich vielleicht unbedingt was hören muss, dann gebe ich dem Ganzen gar keinen Raum, dass es vielleicht auch noch was anderes sein kann. Und das ist wirklich unter Druck setzen. Und genauso ist es auch, wenn wir was erreichen wollen. Desto mehr wir uns unter Druck setzen, desto weniger erreichen wir, weil wir einfach durch diesen Druck unsere eigene Kreativität verlieren. Ja? Also ich hoffe, ich konnte euch das damit so ein bisschen erklären, also wie wichtig das ist, also wie man sich eigentlich damit selber im Weg stehen kann. Ja? Und wie wichtig es in dem Moment natürlich einfach ist zu sagen, okay, ich lasse los, es passt schon, was auch immer da kommen möchte, ich muss aufhören, da Erwartungen diesen Druck reinzubringen. Ja? Das ist wiederum ein anderes Thema, da muss jeder für sich selber einfach rausfinden, wie er für sich selber einfach diesen Druck wegbekommt. Also das ist so das eine, wo ich einfach sage, das ist ein massiver Punkt, wo wir uns selbst im Weg stehen. Ein zweiter Punkt, wo ich finde, wo wir uns auch ganz oft im Weg stehen, ist, wenn wir unbedingt, das klingt jetzt ein bisschen nicht mitfühlen, aber unbedingt quasi auf die Gefühle anderer achten wollen, also jemanden nicht verletzen wollen. Da gibt es einfach so Momente, wo es einfach nicht geht. Wie sagt man, unsere Seele möchte das nicht, aber wir machen es trotzdem, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen. Und damit verletzen wir uns aber viel schlimmer. Ja, und auch das hält uns zurück vor vielen Dingen. Und ich kann mich selbst erinnern, es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo ich vielleicht am Anfang noch Angst hatte, etwas zu sagen oder etwas zu tun oder etwas zu machen, weil ich der Meinung war, die anderen haben das so von mir erwartet. Ja, da sind wir natürlich wieder bei diesen Erwartungen mit dem Druck, diesmal natürlich verkleidet als Außendruck. Und wenn man dann aber mal nachfragt, und das ist halt das, wenn man nicht in die Kommunikation geht, wenn man dann mal nachfragt, auf einmal ist es von der anderen Seite gar nicht so schlimm. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr stark bei Burnout oder Patienten oder Burnout, Menschen, die Burnout haben, einfach beobachte, dass die so sehr, dass da der Druck so stark von außen kommt, ja, also vermeintlich von außen, aber eigentlich ja dieser innere Druck ist, weil man sich selbst einfach einbildet, die anderen erwarten das jetzt aber so von mir. Ja, und man traut sich nicht zu sagen, ich mache jetzt aber mein eigenes Ding. Das ist ein ganz, ganz fieser Punkt, wo man sich selbst einfach im Weg stehen kann, also wirklich massiv im Weg stehen kann. Und der dritte Punkt würde ich sagen, und den glaube ich, hört einfach jeder, der auf dem spirituellen Weg ist, früher oder später mal, ist einfach die Geduld, ja. Dass wir oft so ungeduldig sind mit uns selber. Ja, das war das Beispiel von vorhin, wo ich hatte, ja, ich muss doch bis dann und dann irgendwie erleuchtet sein. Nein, müssen wir nicht. Wir sind Menschen und wir wollen eine menschliche Erfahrung machen, ja, oder wir sind geistige Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen wollen. Und damit wir das sein können, dürfen wir auch wünschen, dann dürfen wir uns auch mal eine Pause einnehmen, und dann dürfen wir auch mal für manche Sachen länger brauchen. Wir müssen nicht von einem Tag auf den anderen die Welt verändern. Es ist wichtig, dass wir loslegen, es ist wichtig, dass wir auch mal loslaufen. Aber es ist auch wichtig, wie bei den Wellen. Es gibt Wellen, die kommen und dann ziehen sie sich wieder zurück. Und dann kommt wieder die nächste Welle. Und genauso funktioniert es auf der energetischen Ebene mit uns selber. Ja. Es gibt Momente, da können wir loslaufen. Und es gibt Momente, da geht es um Rückzug, um die Innenschau, um für sich selber mal zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade, wo stehe ich hier eigentlich. Und dann, wenn ich wieder soweit bin, dann laufe ich wieder los. Ja, das ist so dieses Wichtige für einen selber, da zu gucken, auf sich zu achten, sich nicht zu sehr, also wirklich sich in Geduld zu üben, sich nicht zu sehr in Ungeduld mit sich selber, da werden wir wieder beim Druck unter Druck setzen, ja. Wenn wir ungeduldig sind mit uns selber. Wir dürfen uns Zeit lassen. Und ich muss da wieder, ich meine, es war Konfuzius, haut mich bitte, falls es nicht so ist,
Da wären wir wieder bei den Sprüchen, wenn du es eilig hast, geh langsam. Das ist einfach ein toller Spruch, weil er ist so wahr. Ganz oft, wenn wir unbedingt irgendwas vorgestern schaffen müssen, dann mach's langsam. Das war eine unheimliche Erkenntnis, weiß ich noch damals, als ich noch im Büro gearbeitet habe, richtig, wo wir auch so ein paar Deadlines hatten, also Dinge bis zu einer gewissen Zeit fertig sein mussten und oh mein Gott, und schaffen wir das und die haben nicht und desto mehr ich mit in diesen Stress mit aufgestiegen bin, um mitzulaufen, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, ich komme nicht voran. Das ist wirklich wahr. Und diese Erkenntnis zu haben, Moment, stopp, jetzt bleibe ich erstmal sitzen, jetzt gucke ich mir erstmal an, was ist die aktuelle Situation, dann priorisiere ich erstmal und dann lege ich los. Und allein das einfach mal innehalten, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, sich wirklich vielleicht so 5 Atemzüge geben, um mal erstmal sich wieder in die Mitte zu stellen, einen Überblick zu bekommen und dann zu schauen, okay, wo stehe ich hier? Und so geht es auch mit unserem persönlichen Wesen, mit allem, was wir persönlich tun, ja. Einfach mal kurz durchatmen. Ja, was ist hier gerade los? Ja, wenn mich wieder jemand ärgert, muss ich mich gerade ärgern. Oder kann ich mich da eigentlich auch vielleicht anders drum kümmern? Und das ist so wertvoll, das werdet ihr sehen mit der Zeit, wenn ihr das dann mal erreicht und sagt, wow, eigentlich ja, ich gehe mal ins Vertrauen, das klappt heute halt einfach nicht, dann soll es halt heute einfach nicht sein, dann wird es halt beim nächsten Mal sein. Loslassen. Und das bringt wirklich viel mehr Leichtigkeit ins Leben. Druck weglassen, nicht so sehr darauf achten oder denken, was die anderen erwarten und geduldig mit sich selber sein. Diese 3 Punkte, würde ich sagen, sind wirklich essentiell, um darauf zu achten, um sich selbst nicht im Weg zu stehen. Das sind wirklich so die Punkte, wo wir uns selber wirklich wie so eine Mauer vor uns selbst aufbauen. Und die ist eigentlich nicht nötig, weil wir können es eigentlich auch selber. Ganz easy, ganz langsam, ganz leicht. Ja. Ja, das war diese Punkte, wie gesagt, das war mir jetzt einfach mal wichtig, weil es einfach in letzter Zeit öfters wieder aufgekommen ist in meinem Umfeld und ich hoffe, dass ich euch damit auch einen Impuls geben konnte, auf ein paar Sachen einfach nochmal ein bisschen anders einzugehen. Tja, in diesem Sinne euch ein schönes Wochenende. Danke für euer Sein und für euer Zuhören und euch jetzt erstmal ein gesegnetes Wochenende und eine schöne nächste Woche. Und vor allem, ja, einfach eine schöne Zeit. Mahalo! Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und hinterlasse mir eine Bewertung. Und wenn du gerne zusätzlich weitere Impulse erhalten möchtest, dann melde dich bei Tita Mays Wocheninspiration an. Den Link findest du dazu auf meiner Webseite mayola.de. Für die Anmeldung gibt es auch eine kleine Überraschung. Ich freue mich schon, wenn ich dich weiter inspirieren darf. Bis dahin, Aloha Mahalo, e ho'o mai kai kako, e hui ho.